So, ja, jetzt bin ich gut in Reykjavik gelandet und bin auf dem Weg zur ersten Location, einem schönen Wasserfall. Bisher das Wetter ist eigentlich, ich würde sagen, stabil. 11 Grad, ne? 8 Grad. Zum Glück regnet es nicht. So, 7:30. Ich bin an der Location. Es ist arschkalt. Macht aber nichts. Es ist ziemlich eindrucksvoll. Allerdings ist jetzt die Sonne unter so einer dicken Wolkendecke verschwunden. Aber ich denke, so einer Stunde oder so wird sie dann wahrscheinlich wieder rauskommen. Bis dahin kann ich mich ja schon mal umgucken. Es wird nass. Was ein Glück, dass ich ein wasserdichtes GoPro-Gehäuse habe. Hört mich sowieso keiner. So, ich muss gestehen, wettermäßig habe ich mir das ein bisschen besser vorgestellt. Aber vielleicht ist ja trotzdem was dabei. Kurz vor 10, also ich bin gute 2 Stunden hier unterwegs. Und hoffen, dass es nicht völlig für den Arsch war. So, Tag 2 bricht an. Ich kann nicht sagen, dass ich ausgeschlafen bin. In meiner wunderschönen Gummizelle. Das kriegt man hier also für 110 €. Bin ich ganz froh, dass ich das Zimmerchen hier genommen habe. Wenn ich darüber gucke, da ist das Hostel, was für ein paar weniger Euros drin gewesen wäre. Allerdings hätte man sich dann den Raum mit 6 Leuten teilen dürfen. Leider ist das Wetter ganz, ganz beschissen, weil es ist völlig bedeckt. Es sieht nach gar nichts aus. Außer nach Regen. Macht aber nichts. Ich fahre trotzdem hin, ich schaue es mir an. Mal schauen. So, ich bin jetzt an der nächsten Location. Eigentlich hatte ich das gar nicht geplant. Ich bin jetzt bei Svartifoss. Vorteil ist halt, das war direkt an meinem Hotel. Also nehme ich es natürlich mit. Wie man sieht, das Wetter ist nicht das allerbeste. Aber wir machen das Beste draus. Boah, gewaltig. So. Ich belichte jetzt 30 Sekunden. Sieht total komisch aus, wenn ich hier mit mir selber rede. Obwohl es bewölkt ist, glaube ich, habe ich ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Hier geht es auch vor allem eher um den Stein drumherum, wenn man mal guckt. Ist schon echt schön. Ziemlich traumhafte Landschaft. Oben ist eine Plattform, vielleicht gibt es da auch noch mal das eine oder andere Motiv. Ich mache mich noch lustig über die ganzen Leute mit Selfie-Stangen. Jetzt sehe ich genauso aus. Oh, ist ganz schön steil. Die Sonne kommt raus, ich glaube es ja nicht. Siehst du? Ist doch alles für den Arsch, früh aufzustehen. Die Treppen. Naja, habe schon bessere Tage gesehen. Ach scheiße, ist das hoch. Was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, dass ich gerade das Äquivalente von 50 Stockwerken zu Fuß gehe mit einem 8 Kilo Rucksack, der Kamera. Eine scheiß Idee. Ich hoffe, es lohnt sich. So, es hat sich also gelohnt, hierher zu kommen. Die Kamera habe ich schon aufgestellt. Und ich glaube, ich gehe hier nochmal gleich ein bisschen runter oder auf die Seite. Hier sind ganz viele kleinere Wasserfälle, die alle sehr unterschiedlich sind. Also hier sind so ein paar Treppen, da drüben sind so ein paar vereinzelte. Mal sehen, was wir so finden. Ich werde beobachtet. Der kleine Kerl bewegt sich allerdings schon seit Stunden nicht. Ich weiß gar nicht, ob er lebt. Ja doch, er hat gezuckt. Er lebt noch. Witziger Vogel. Ja, ich glaube, ich habe genug Wasserfälle aufgenommen.
Uah, Gottes Willen. Gefährlich. Mit der Selfie-Stange aufs Maul geflogen. Schon der Hammer. Das ist ja eigentlich gar keine Selfie-Stange hier. In Wirklichkeit ist es natürlich ein Gehstock. So kann man sich alles rechtfertigen. Ein Gehstock mit einer GoPro. Schwachsinn. Ich denke jetzt, wenn ich endlich zu der Location fahre, wo ich eigentlich heute hin wollte, zu Reynis Draga, wie auch immer, dann geht's eigentlich. Es ist jetzt ungefähr Mittag, also um und bei 12 Uhr. War ich gute 4 Stunden hier. Die Zeit fliegt. Offensichtlich sind in der Zwischenzeit einige Busse angekommen. Es ist voll mit Leuten. Das ist nicht wirklich überraschend, aber das werde ich mir für die nächsten Tage merken. So, weiter geht's. Ich glaube, das ist auch einer der völlig totgeknipsten Locations hier. Aber bringt ja nichts. Ich möchte ja auch ein Foto haben. So, der ND-Filter ist wieder drauf. 30 Sekunden sind eingestellt. Und weiter geht's. Ja, da war das Mikrofon nicht richtig eingesteckt. Ein zweiter ereignisreicher Tag geht zu Ende und mündet in einer noch kleineren Gummizelle. Einem sehr unangenehmen eigenen Geruch. Aber egal, ist ja nur für eine Nacht. Bürgersalon oder so ähnlich. Die Eislagune. Ich habe es mir gerade schon angeschaut. Echt super schön. Aber ich bin jetzt erstmal an den Strand gegangen, um die Eisschollen im Meer zu fotografieren, solange noch nicht so viele Touristen da sind. Hier sind schon ganz viele Camper auf den Parkplätzen, also es wird sicherlich nicht lange dauern, dass es hier überfüllt sein wird mit Leuten. Dann nutze ich mal lieber die Gelegenheit. Es ist gar nicht so einfach, hier den richtigen Eisblock zu finden. Ist alles voll, aber ich will ganz gerne so einen isolierten Eisblock irgendwie drauf haben.
durch die Steine. Ich will keine Spuren im Sand hinterlassen. Der Sand ist noch so schön unangetastet. So würde ich das ganz gerne aufnehmen. So, jetzt bin ich an einer weiteren, vor dem letzten Location mit einem unaussprechlichen Namen. Ich habe unten jetzt im Tal schon ein paar Bilder gemacht. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei. Und die Sonne ist jetzt weg, aber ich werde es trotzdem noch mal probieren. Auch wenn das Licht jetzt ehrlich gesagt ein bisschen langweilig ist. Es fehlen halt so ein bisschen die Spitzlichter. Noch ist es hell, aber wird sicherlich nicht mehr lange dauern. Naja, und außerdem bin ich ja nicht umsonst hier hochgelaufen. Irgendwas muss ich noch fotografieren. Und die Aussicht ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, auch wenn es echt schön hoch ist. Halt ein Mann. So, das war die letzte Location. Man hört den Wasserfall unten rauschen. Ein paar schöne Einstellungen gekriegt. Ich sitze hier ganz alleine, sind irgendwie alle schon weg. Aber es ist ja auch schon irgendwie 10 Uhr oder so. Schade, wenn das jetzt noch so ein richtig krasser Sonnenuntergang gewesen wäre. Ich glaube, das wäre der absolute Oberhammer. Aber trotzdem, der Blick ist schon echt gewaltig. Soweit, so gut. Und morgen geht's dann zurück.